Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, heute könnt ihr mir zuschauen, wie dieses wunderbare Bild entsteht. Und ja, für alle, die entsprechend die Möglichkeit haben, würde ich mich sehr freuen. Momentan gibt es neu unter diesen Videos von YouTube die Möglichkeit bei Kommentaren, sind bei manchen so 2 Punkte abgebildet. Und wenn ihr das nach links wischt, dann steht da Hypen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn euch mein Video gefällt, dass ihr das auch mal hypt. Und natürlich gerne ein Like hinterlasst, einen Daumen und meinen Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und von daher wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. So ihr Lieben, ich habe mir aus meiner Watercolor Selection das dickste Papier rausgesucht, was in dieser Sammlung drin ist. Ein 640 Gramm Papier. Es ist rau mit einer kleinen Struktur und ich habe mir das hier aufgeklebt und ich mache nun dieses ganze Papier nass und ich habe es leicht schräg gestellt. Das kann man hier jetzt ein bisschen schwierig erkennen, aber da ist ein kleines Pöttchen drunter. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass die Farben mal ein bisschen laufen und ich spiele erstmal ein bisschen rum und ja, spiele mit den Verläufen. Ja, für die Grundfarben nutze ich hier die Farben von Victoria, von VH Aquarell. Ich möchte erstmal einen ganz hellen Hintergrund haben, deshalb ist die Farbe da jetzt noch nicht so kräftig. Normalerweise, ihr wisst, das alle sind die Farben von ihr bombastisch. Und aus dem linken Kasten, da ist mein Payne's Grey drin von Hochadam. Das ist einfach eine tolle Farbe und die kommt dann am Ende auch nochmal zum Einsatz. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Zuschauen. Ja, ich spiele hier mit ganz viel Wasser. Ihr seht das, ich habe die Farben reintropfen lassen. Auch jetzt habe ich nochmal Wasser aus dem Pinsel immer rausgeholt. Lasst das laufen. Und das ist das, was ja am allermeisten Spaß macht bei der Aquarellmalerei, ne? Wenn die Sachen richtig schön fließen und laufen. Und dieses Papier ist dafür wirklich toll. Das kann eine Menge Wasser ab. Und ja, ich spiele hier mit ein bisschen mit den Farben rum und setze es wieder schräg. Lass es hin und her laufen. Und hier nehme ich jetzt ganz verdünnte Acrylfarbe in Gold. Und ja, guck mal, was ich damit mache. Und ich nehme jetzt hier so eine alte, ihr könnt eine Einkaufskarte nehmen oder das ist jetzt so ein Anhänger von so einem Kleidungsstück, eine dicke Pappe. Und ja, ich ziehe einfach intuitiv hier Linien durch und verziehe mir das ein bisschen, mache mir ein paar Grundfelder. Ich gehe dann gleich nochmal mit der Karte in die feuchte graue Farbe, ins Payne's Grey rein und ziehe auch da nochmal ein bisschen mit rum. Und später auch nochmal mit dem Weinrot von Victoria. Und ja, hatte einfach Lust, intuitiv und abstrakt zu arbeiten. Und das kommt jetzt dabei raus.
Ja, das Ganze hat ein paar Tage gelegen. Ich habe es mir immer wieder angeschaut und leider habe ich irgendwie den ersten Teil von diesem Farbabtrag nicht aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich bleibe in den Farben, die ich schon ein letztes Mal beim letzten oder vorletzten Video auch verwendet habe für meine Kissenlandschaft, und ich wiederhole die hier. Das sind so Grün- und Brauntöne. Es kommen nicht alle Farben drin vor, wie in dem anderen Bild, aber schon ein paar. Ich hätte irgendwie schon wieder Lust auf diese Farben. Ja, und ich gucke jetzt und mal die Felder hier aus. Ich schaue, welche Farbe mir wohin gefällt und was ich damit so mache. Und ja, und verteile ein bisschen die Farben, die mir so in den Sinn kommen. Ja, da musste noch mal das Gold von Victoria herhalten, natürlich. Und ich habe ein paar Linien nachgezogen, habe dafür meinen Schriftenpinsel von Bösner genommen. Der ist sehr schön für sowas. Der zieht ganz, ganz tolle Linien. So ganz langer, dünner ist das. Und ja, damit ziehe ich jetzt noch die ein oder andere Linie nach.
So, die Flächen habe ich soweit fertig. Dann war es mir ein bisschen langweilig. Jetzt schnappe ich mir hier einen Hauch Acrylfarbe in diesem Rostbraunton, nicht viel, und eine Bürste und meine Schablone. Und da habe ich mir diesmal nicht die Kästchen rausgesucht, sondern diese geschwungenen kleinen Formen auf der linken Seite und gehe jetzt hier mit, müsst ihr aufpassen, wenig Farbe in dem Bürstchen einmal rüber und setze mir hier noch so ein paar Akzente ins Bild rein. Und das macht schon mal um einiges lebendiger. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, so wäre es eigentlich schon nicht schlecht gewesen, aber ich wollte irgendwie noch mal so einen Stilbruch reinbringen. Und jetzt habe ich mir noch mal so eine Petroleumfarbe geschnappt. Die war mir dann aber zu knallig. Da habe ich da noch mal ein bisschen Silber mit hineingemischt, als ich die Farbe gesehen habe, um es ein bisschen gräulicher zu bekommen, den Farbton. Und dann habe ich mir eine ganz andere Form an Schablone noch mal geschnappt. Und ja, manch einer wird sagen, oh nein, hat jetzt das Bild zerstört. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal irgendwie so eine ganz andere Geschichte reinbringen. Vielleicht hätte ich doch eine andere Farbe wählen sollen. War dann im Nachhinein doch etwas knallig. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und ja, manchmal muss man einfach auch die Dinge annehmen, wie man sie dann gemacht hat. Ne? Und ja, ich finde, das bringt jetzt auch nochmal so richtig einen kleinen, krassen Unterschied ins Bild. Ja. Dann föhne ich das Ganze nochmal ein bisschen trocken mit meinem Föhn und ziehe das Klebeband vor allen Dingen auch mit dem Föhn ab. Das ist total wichtig, damit euch das Papier nicht kaputt reißt am Ende.
Ja, wer noch dran geblieben ist, ganz zum Schluss, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Die Farben von Victoria, ich habe in dem Bild diese hier benutzt, die Honigfarben, keine von den Metallic-Farben, außer das Gold hier, das ist auch von Victoria. Und das sieht man auch, es schimmert wunderschön, die Linien, ein traumhaftes Gold. Mit meinem Code Melanie5 bekommt ihr 5% auf einen Einkaufswert ab 50 Euro. Ich verlinke euch den Shop unten in der Videobeschreibung. Ja, und ich hatte mal Lust auf intuitiv und abstrakt. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Ich danke euch fürs Einschalten. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.